Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir vorbereitet haben. Lufthansa Turnaround 2025 war ein ganz wichtiger Baustein für die Lufthansa, damit sie wieder ein bisschen Knete machen. Wizz Air will wieder was riskieren. Sie wollen mit den Narrowbodies nach Amerika fliegen. Dann hat JetBlue eine geile Promotion gehabt. Da gibt es jetzt eine Auswertung für die Promotion. Und wir haben IHG, da gibt es einen Diamond Fast Track, nicht nur mit amerikanischen Kreditkarten, sondern auch mit 8 Nächten. Ja, also, ihr denkt dran, den Kanal übrigens zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, ist cool. Ihr kennt das Spiel. Ja, das erste Thema ist halt wirklich, die Lufthansa stand 2025 knietief im Dispo-Kredit. Man kennt das ja von sich selber, dass man mal im Dispo drin ist, aber knietief im Dispo. Bei Lufthansa geht das dann ja um Millionen, wenn nicht sogar um Milliarden. Und man konnte aber im zweiten Halbjahr durch das Turnaround-Programm dieses knietiefe Tal verlassen. Der interne Flurfunk spricht sogar von einem minimalen Gewinn mit 116 Millionen. Verlust im Vorjahr. Das heißt also, man hat 116 Millionen Verlust. Jetzt hat man ein bisschen Gewinn gemacht. Deshalb Turnaround ganz, ganz wichtig. Man hat auch übrigens einen Hauptgrund dafür gefunden, weil Lufthansa pünktlich ist. Als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, das ist, weil weniger Entschädigung gezahlt worden ist. Es sind nicht weniger Entschädigungen gezahlt worden, weil man halt die Leute von ihrem Recht ferngehalten hat, sondern weil man einfach pünktlicher geflogen ist und damit die Entschädigungen gar nicht erst fällig gewesen sind. Also ein sehr, sehr guter Start. Und daran seht ihr, dass diese Entschädigungen durchaus doch auf das Fluggesellschaftsleben einen Einfluss haben, dass man Gewinne macht. Also ist die Pünktlichkeit die wichtigste Verbesserung. Die Lufthansa Classic wird jetzt sehr massiv auf die Langstrecke ausgerichtet. Die Zubringer gehen ja alle irgendwie so auf die Lufthansa aus München oder auf die Discover, Eurowings und so weiter. Bis 2030 sollen 50% der Kurzstrecken nämlich von Discover und City Airlines gemacht werden. Und bis 2028 will man sogar 2/3 aus den Kosten, 1/3 aus den Erlösen gezogen, 2,5 Milliarden Euro Ergebnisbeitrag haben für das Turnaround-Programm. Ja, Jenselmann-Ritter sagt, wir sind auf dem Weg in die schwarzen Zahlen. Und Carsten Spohr hat auf einer internen Veranstaltung gesagt, plus minus null, also ein leichter Gewinn. Und der Lufthansa-Zwischenbericht sagt, die voranschreitende Implementierung des Turnaround-Programms wirkt sich nachhaltig positiv auf die operationelle Stabilität aus. Ja, also gute Nachrichten. Wirtschaftliche Fakten geben wir euch natürlich auch. 40% mehr Konzernumsatz, Langstrecke wird zum Haupt-Profit-Center. Aber die schwachen Renditen reichen nicht, um Milliarden für neue Intercon-Flugzeuge zu finanzieren. Das heißt, also, da muss man halt noch was machen. Der Turnaround basiert auf Kostenabbau in der Verwaltung. Der Wasserkopf wird abgebaut. Die Produktionsverschiebung zur Langstrecke der Lufthansa und dann last but not least weniger Kompensation für die Passagiere. Und ich weise wirklich nochmal darauf hin, bevor wir wieder anfangen, dort falsch zu denken, so wie ich das getan habe. Es wird einfach weniger zu zahlen sein, weil man pünktlich ist. Ich finde es gut. Ihr könnt ja schreiben. Also, dann können wir mal die Frage des Tages uns kurz nochmal angucken. Und zwar ist das, glaubst du, dass Lufthansa wirklich langfristig profitabel wird, wenn 50% der Kurzstrecke zur Discover gehen oder beziehungsweise City Airlines aus München? Wer gerne Narrowbody fliegt, der kann mit Wizz Air fliegen und zwar nach Nordamerika 321 XLR. Und Wizz Air UK hat diese Streckenrechte beantragt für die Flüge London-USA. Geplanter Einsatz ist natürlich der 321 XLR, 7 Stunden Reichweite hat die Bude, niedrige Betriebskosten und man möchte damit das Ultra-Low-Cost-Modell auf die Langstrecke bringen. Ryanair, Michael O'Reilly sagt ja, das funktioniert nicht. Potenzielle Ziele sind natürlich Boston, New York, Washington, alles was an der Ostküste liegt. Wizz Air hat ja die Langstrecke lange ausgeschlossen. Und der Transatlantikmarkt ist ja auch ein Wettbewerbsmarkt, heißt also die Strategie, dort Kampfpreise in der Economy zu fahren, gegen Lufthansa, gegen Air France, gegen British Airways, ist natürlich ein interessantes Thema. Gab es nicht von Wizz Air, weiß von euch jemand, ob Wizz Air das nicht mal machen wollte? Also irgendwie habe ich im Hinterkopf, Wizz Air wollte doch mal auf die Langstrecke, oder? Haben das schon gemacht? Klärt mich auf.
ich bin ja nicht so großer Wizz Air-Fan. Ja, die Frage ist natürlich, wenn man halt jetzt sagt, ist eher eine Wide-Body-Flotte nötig oder ist das so ein Prima? Aber wir sehen das ja zum Beispiel bei den Freunden von Eurowings aus Dubai, dass sie dann in Thessaloniki zwischenlanden müssen. Gut, hast du jetzt bei der Strecke jetzt nicht wirklich, weil da keine Gebiete sind, Grönland vielleicht. Aber ansonsten würdest du 7 bis 8 Stunden in so einem 321 XLR von Wizz Air in der Ultra-Low-Cost-Konfiguration über den Atlantik donnern. Kommt es einfach nur auf den Preis an. Da wäre ich mal gespannt, wie ihr das seht. Ja, 8 Nächte bis 8. März, das ist eine IHG-Promotion für den Diamond-Status. Und normal sind 70 Nächte unter 120.000 Punkte. Nur bezahlte Nächte, wie natürlich die berühmt-berüchtigten 30 Euro pro Nacht, müssen natürlich immer wieder überschritten werden. Keine Rewards-Nächte, Registrierung ist zwingend. Und es gibt natürlich auch Diamond-Vorteile. Ein Vorteil, der davon gut ist, ist natürlich kostenloses Frühstück, Zimmer-Upgrade, 100% Bonus, Late-Checkout, aber auch die Diamond Support Hotline. Und das ist halt wirklich kein schlechter Deal, wenn wir halt einfach sagen, 8 Nächte, 30, sagen wir einfach mal 30, wobei ich 30, nee, weiß ich nicht, wo man die 30er Nächte findet. Aber da sind wir halt wirklich unter den 400 Euro und da ist es natürlich schon ein guter Status, wenn man da ehrlich ist. Also ich war ja nie ein Freund von IHG, aber ich bin da, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, mit der Implementierung von den Garner Hotels und so weiter ist das natürlich schon eine interessante Option für den einen oder anderen. Ich habe es für mich da als Backup. Deshalb einfach mal kurz nochmal das Ganze zusammengefasst. Günstige Garner Hotels in Europa lässt der Status natürlich extrem billig erreichen. Wenn man halt nicht viele Nächte bis zum 8. März hat, nämlich 8 Stück, das ist ja jetzt nicht mal ehrlicherweise so viel, lohnt sich das auch ohne Status zu machen. Und irgendwo unter 400 Euro zu landen, ist natürlich auch die Frage des Tages. Würdest du für ca. 350 400 Euro oder irgendwas bummelig in der Richtung, weil was haben wir denn? 30 mal 8, ja, seht ihr ja schon, dass das möglich ist, nur um den Status für 2026 zu erhalten. Also das heißt, der Status gilt halt 2026 nur. Aber ist ja okay. Eine Promotion, die auch relativ cool war, das war die von JetBlue. Die hatten ein 25-jähriges Jubiläum und da war die Promotion. 15 Destinationen gab 150.000 und Punkte und 20 Destinationen gab 200.000 und wer 25 Destinationen von JetBlue geflogen ist, bekam den Mosaik 1 Status für 25 Jahre. Und jetzt mal ein paar Zahlen. Es haben 2370 Teilnehmer gemacht, 90% schafften das Ziel. Insgesamt wurden 811 sogar 0,5 Millionen Meilen vergeben. Und das war ja mal eine Promotion, die mal relativ geil war. Und da muss man halt wirklich sagen, das ist eine hohe Reiseintensität, die für Heavy Traveler waren. Und die Teilnehmerzahl sagt, zeigt einem ja, dass JetBlue viele Fans hat. Und ich finde die Fluggesellschaft ja auch sympathisch. Ich habe ja auch viele T-Shirts mit JetBlue draufstehen. Und ein Status für 25 Jahre, gut, man muss das jetzt ein bisschen relativieren. Die sind ja immer irgendwie so auf der Stelle, wo man sagt, sind die nicht bald pleite? Aber da ist es halt so. Ihr könnt ja nochmal die Frage beantworten. Hättest du dich für diese 25 Destinationen angemeldet, wenn du diese 25 Jahre Mosaik-Status gehabt hättest? Ist für uns in Europa leider jetzt nicht ganz so prickelnd. Weil wenn wir uns das mal angucken, der Vorteil wäre halt wirklich bei Mosaik 1, dass man ein Aufgabegepäckstück kostenlos hat, 23 Kilo für Statusinhaber und alle Mitreisenden auf derselben Buchung. Man hat Same-Day-Standby-Option, was natürlich auch cool ist. Heißt also, man hat flexiblere Reisen. Beinfreiheit, Early Boarding Seats, even more Space, je nach Verfügbarkeit. Even more Speed ist Security, schnellere Sicherheitskontrolle. Kostenfreie Umbuchung, weil man keine Change-Fees hat. Und man hat Cancel to Credit ohne Gebühren. Also das heißt, man kann dafür wieder einen Gutschein kriegen. Und kostenlose alkoholische Getränke in der Main Cabin, Bier, Wein und Seltzer. Boardinggruppe A. Und 3 Punkte, weil ich halt sagen, 3 Punkte pro Dollar Umsatz. Base Earn plus Mosaik-Bonus. Ja, Mosaik ist natürlich nicht der geilste Status. Es gibt ja Mosaik 2, 3 und 4. Aber warum soll man dann heulen? Denn wenn man überlegt, dass so ein Status für 25 Jahre schon durchaus sinnvoll ist, wenn man die Fluggesellschaft fliegt und die Fluggesellschaft überlebt. Man hat keine jährliche Requalifikation, kostenlose Umbuchung und so weiter. Und als Nordamerika-Reisender ist das schon extrem wertvoll.
Und Delta Gold und American Airlines Platinum, das ist ja der unterste Level für echte Elites, ist schon vergleichbar und da muss man dann sagen, nicht schlecht. Und ich sage nochmal, JetBlue ist nicht schlecht. Also da können wir sagen, was ihr wolltet. Ja, die Frage war ja, würdet ihr 25 Ziele für 25 Jahre Status fliegen? Wäre vielleicht für Lufthansa auch so, ist aber bei Lufthansa nicht ganz so sportlich, wahrscheinlich wie bei den Freunden von JetBlue. Wie wären das bei Lufthansa? 100 Ziele, 100 Jahre? Das wäre jetzt zur Anniversary mal nicht verkehrt. Ja, ihr könnt ja wie immer den Kanal abonnieren und eure Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte teilen. Entweder ihr macht das in School oder unter den Beitrag. Dann sollten wir uns nochmal die Fragen des Tages angucken. Einmal natürlich, würdest du die 25 Jahre für 25 Jahre reinzwängen in die Bude? Oder die andere Frage natürlich, was wichtiger ist, glaubst du, dass Lufthansa langfristig profitabel wird, wenn 50% der Flüge von der City Airlines oder Discover abgedeckt werden? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also in dem Sinne viel Spaß und bis zur nächsten Sendung.